Heute habe ich für euch wieder ein Q&A und zwar Nummer 3. Ich bin so ein bisschen meine YouTube-Historie durchgegangen und habe gesehen, dass das letzte Q&A-Video schon über ein Jahr alt ist. Und in der Zwischenzeit haben sich natürlich extrem viele Fragen in der ganzen und die wichtigsten davon möchte ich heute gemeinsam mit dir durchgehen. Ich glaube, das ist relativ cool für alle Anfänger. Ja, wir hatten in den letzten 12 Monaten viele Neulinge dabei, viele Anfänger und ich glaube, dass hier sehr viele Fragen dabei sind, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast, die ich in diesem Video beantworten möchte. Wenn dir das Q&A-Format gefällt, Daumen nach oben nicht vergessen. Falls du andere Fragen hast, stell die unten in die Kommentare, damit wir fürs nächste Q&A-Format wieder einiges an Fragen am Start haben. Und damit moin zusammen und los geht's. Die erste Frage behandelt das Thema Impressum. Ganz arg wichtiges Thema, wo viele Neulinge einfach ein bisschen verunsichert sind. Muss ein Impressum rein, auch bei Malbüchern oder ähnliches und an welcher Stelle? Ich mache es immer so, dass ich 2 Teile von einem Impressum im Buch verwende und ganz arg wichtig, wir haben in Deutschland Impressumspflicht, das heißt, du bist dafür verantwortlich, in jedem Buch, egal ob Malbuch, High-Content-Buch oder Roman, ein Impressum anzugeben. Schau dir die Informationen zur Impressumspflicht auf jeden Fall an. Wichtig ist, dass eine ladungsfähige Adresse im Impressum steht. Ich mache es immer in 2 Teile. Im ersten Teil des Buches, circa auf Seite 3, 4 oder 5, gibt es ein kleines Impressum mit Veröffentlichungsdatum, Pseudonymname und ein rechtlicher Hinweis, dass das Buch nicht x-beliebig verwendet werden darf. Das finale Impressum kommt immer ganz am Ende des Buches. Die meisten Kunden werden wahrscheinlich niemals das Buch bis zum Ende durchlesen und selbst wenn, werden sich dann weniger Leute dafür interessieren, was im Impressum steht. Außerdem gibt es die Möglichkeit auf Amazon in die Leseprobe einzusteigen und wenn ihr hier schon in den ersten 3, 4 Seiten euer vollständiges Impressum habt, dann kann jeder Kunde auf Amazon, egal ob er euer Buch kauft oder nicht, persönliche Informationen von euch erlangen. Deswegen mache ich es immer am Ende des Buches, dann seid ihr einfach sicherer, als wenn ihr es ganz am Anfang drauf. Nächste Frage bezieht sich auf mein Video zur Buchcover-Erstellung und zwar kam relativ häufig die Frage, wie sieht es aus mit DIN A5 Größen oder anderen Größen und warum es diese Größen im Coverrechner von Amazon KDP nicht gibt. Erstmal hat Amazon KDP andere Covergrößen wie der klassische Buchhandel, das heißt so eine DIN A5, ja, wie es im klassischen Buchhandel der Fall ist, haben wir bei Amazon KDP nicht. Das heißt, wir müssen, wenn wir über KDP unser Buch veröffentlichen, auch die KDP-spezifischen Maßeinheiten einhalten. Die Maßeinheiten Millimeter können wir einstellen, allerdings siehst du hier, das sind alle Größen, die wir bei Amazon KDP erstellen können. Bedeutet, im Vorfeld recherchierst mal, welche Größen es auf KDP gibt und basierend darauf erstellst du dann deinen Inhalt, der für KDP optimiert ist. Eine persönliche Frage, welche Bücher ich und so veröffentlichen, viel Low-Content oder eher andere Bücher. Generell publiziere ich eigentlich keine Low- und No-Content-Bücher mehr, weil einfach der Markt ziemlich groß ist und ich mich hier nicht wirklich positionieren kann. Ich fokussiere mich eher auf Medium-Content und High-Content, sowas wie Aktivitätsbücher, Ratgeber oder Unterhaltungsbücher. Die bieten sehr lukrative Einstiegsmöglichkeiten, gute Positionierungsmöglichkeiten und bieten einfach langfristig mehr Erfolg als Low- und No-Content. Eine weitere Frage zur automatischen Advertising-Kampagne ist sehr spannend. Diese Frage richtet sich darauf, dass die automatische Kampagne besser funktionieren soll, wenn man die Kategorien und die 7 Keywords in dem Upload besser recherchiert und einträgt. Ja, das stimmt tatsächlich. Je genauer du die 7 Keywords in die Boxen ausfüllst und je genauer du mit den Kategorien im Upload bist, desto besser und desto schneller kann Amazon verstehen, um was es sich in deinem Buch handelt. Wenn du zum Beispiel einen Reiseführer hast für Mallorca und du publizierst das Buch und trägst aber in die Keywords rein Geschenkbuch für Erwachsene oder in der Kategorie Aktivitätsbücher für Erwachsene, dann weiß Amazon nicht so richtig, ist es jetzt ein Reiseführer für Mallorca oder ist es ein Unterhaltungsbuch. Deswegen sei so genau wie möglich mit den Keywords und den Kategorien, dann kann Amazon dein Listing sehr schnell verstehen und spielt dich in der automatischen Kampagne direkt besser aus, weil einfach das Konzept für Amazon klar ist. Die nächste Frage bezieht sich auf mein Jamsey-Video, mit dem man internationale Rezensionen generieren kann. Hier stellt sich der Zuschauer die Frage, ob das Konzept von Jamsey nicht auch adaptierbar ist für Facebook-Gruppen, wo man quasi PDFs zukommen lässt, einen Link zum Buch und dann AGB-konform Rezensionen einsammeln kann. Ja, das geht natürlich. Ich meine, Jamsey macht ja im Prinzip genau das Gleiche. Du lässt einem potenziellen Testleser, der sich für dein Buch interessiert, eine PDF zukommen, ja, wo er den ganzen Inhalt prüfen kann. Das ist ein kostenloses Testexemplar, ein Rezensionsexemplar. Er prüft den Inhalt und wenn du ihn dann nicht in seiner Meinung beeinflusst, dann kann er eine AGB-konforme Bewertung
abgeben. Natürlich keine verifizierte Bewertung, weil er das Buch nicht gekauft hat, aber er kann eine Bewertung abgeben, die völlig im Rahmen ist mit den AGBs von Amazon, weil du ihn ja nicht in seine Meinung beeinflusst hast und ihm die Möglichkeit hast, deinen Inhalt zu prüfen. Auch die nächste Frage richtet sich an Jamesy für die internationalen Rezensionen. Die erste Frage: Amazon sieht ja, dass ich zum Beispiel nur 2 Bücher verkauft habe, aber schon 10 Bewertungen erhalten habe. Weiß doch der Algorithmus, dass hier was nicht stimmt, oder? Spielt für den Algorithmus erstmal keine Rolle, weil du hast ja AGB-konforme Rezensionen generiert. Allerdings sind die Rezensionen nur ein Teil vom Algorithmus. Der Algorithmus schaut natürlich neben den Bewertungen auch, wie viele Verkäufe bekommst du eigentlich auf dein Listing, ja. Und je mehr Sales du bekommst, desto besser auch das Ranking im Amazon-Algorithmus. Wenn du auf der einen Seite jetzt nur Bewertungen hast, aber keine Sales, dann sagt der Amazon-Algorithmus: ich will ja als Amazon Geld verdienen. Dieses Buch macht aber nur 1 oder 2 Sales im Monat, also pushe ich das nicht so weit im Ranking hoch. Das heißt, da musst du auf jeden Fall mit Advertising dagegen steuern. Zweiter Teil der Frage: Ich habe gesehen, dass es auf Deutsch nur 9 Bücher gibt. Es lohnt sich eher, wenn man Bücher in Englisch veröffentlichen möchte, oder? Hast du tatsächlich recht, der deutsche Markt ist relativ klein, ja, und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht die gleichen Bücher immer rezensieren. Jamesy richtet sich eher an das internationale Publishing, also das internationale Gewinnen von Rezensionen. Dafür ist natürlich dann sehr, sehr hilfreich, weil ich für die englischen Bücher extrem viel Auswahl habe. Wenn ich jetzt nur auf Deutschland fokussiert bin, dann würde ich auf jeden Fall schon als Teilressource nehmen für Rezensionen, aber vielleicht auch noch nebenher gucken, dass ich an Rezensionen gucke. Die nächste Frage richtet sich zu Advertising, und zwar, ob ich Empfehlungen habe, wenn man mit Werbeanzeigen startet, auf was man genau achten sollte. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Advertising zu machen, ja, weil es uns einfach nur mal einen Sichtbarkeitsboost gibt, den wir sonst nicht hätten. Allerdings würde ich gerade für Einsteiger wirklich sehr, sehr schmal das ganze Thema antesten. Erstell mal eine automatische Kampagne mit einem Tagesbudget von 5 Euro und einem Klickpreis von 20 Cent. Erstell eine Keyword-Kampagne mit wirklich wenig, aber ausgewählten und hochrelevanten Keywords, auch mit einem Tagesbudget von 5 bis 10 Euro und einem Klickpreis von 20 bis 30 Cent. So bekommst du einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie funktioniert das ganze Thema, auf was muss ich genau achten. Zieh dir auf jeden Fall die Videos dazu rein. Mein Advertising-Kurs kann ich natürlich auch empfehlen. Zweiter Teil der Frage: Wie lange würde ich eine Kampagne laufen lassen, wenn das Werbebudget eher klein ist? 5 Euro pro Tag summieren sich über 30 Tage auf 150 Euro. Das ist tatsächlich ein Trugschluss. Ja, nur weil du 5 Euro oder 10 Euro einträgst, muss es nicht heißen, dass du auch 5 oder 10 Euro ausgibst. Wenn dein Buch gut funktioniert, gut konvertiert, dann stimmt es natürlich, aber auf der anderen Seite machst du dann extrem viele Sales, was ja sehr, sehr gut ist. Ich habe auch schon Kampagnen gehabt mit dem Tagesbudget von 50 Euro und war dann trotzdem am Tag vielleicht bei 2-3 Euro Ausgaben, weil es hängt so ein bisschen davon ab, wie hoch deine Klickpreise sind. Wenn du 5 Cent pro Klick bietest, ja, dann wirst du auch nicht ausgespielt und erzeugst natürlich keine Klicks und keine Ausgaben. Wie lange würde ich eine Kampagne laufen lassen? Eigentlich für immer, ja. Es sei denn, dass die Kampagne wirklich sehr, sehr schlecht performt, dann machst du sie aus. Das heißt, über Wochen keine Sales, nur Klicks, dann ausmachen. Aber wenn eine Werbeanzeige gut funktioniert mit Keywords, dann lass die laufen, so lange wie möglich. Hier eine Frage rund ums Thema Steuern und Kleingewerbe. Ja, viele Leute haben Angst, ein Gewerbe anzumelden. Ja, ich bin Arbeitnehmer, auf was muss ich hier achten? Wie sieht es mit Steuersachen aus? Hierzu kommt in den nächsten Wochen ein eigenständiges Video, weil das Thema wirklich nicht so schwierig ist, wie viele denken. Sehr, sehr leicht umsetzbar ist und du musst hier wirklich fast auf nichts achten. Ja, dazu kommt aber ein eigenständiges Video. Deswegen vergesst auf jeden Fall, den Kanal nicht zu abonnieren. Der nächste Kommentar bezieht sich auf das Video zur Positionierung. Sehr, sehr wichtiges Video, schaust dir auf jeden Fall an. Hier die Frage, wie ich zu spitze Positionierung stehe. Zum Beispiel Kinder wird zu Mädchen, Mädchen wird zu 12- bis 16-jährigen Mädchen. Auch wenn das Keyword kein Suchvolumen hat, hebt es sich halt in der Nische ab. Und nur weil ein Begriff nicht gesucht wird, heißt es ja nicht, dass es keine Nachfrage gibt. Oder ist eine unerprobte Positionierung sinnvoll? Was meinst du? Erstmal ist der Ideengang sehr, sehr gut. Ja, nur weil ein Keyword zum Beispiel nicht gesucht wird, heißt es ja nicht, dass es für eine Positionierung nicht in Frage kommt. Ja, wir müssen uns mit der Positionierung in einer Nische abheben. Allerdings, wenn es in der Nische kein einziges Buch gibt, was so eine spitze Positionierung hat, dann ist es so eine 50-50-Entscheidung, ein Blick in die Glaskugel. Es kann sein, dass deine Positionierung sehr, sehr gut ankommt, weil es halt noch nicht gibt und die Kunden genau danach suchen. Oder es kann halt der Fall sein, du wählst die Positionierung, es wird aber gar nicht gesucht vom Markt oder die Positionierung ist nicht notwendig. Dann funktioniert das Buch nicht. Deswegen würde ich immer, wenn ich so eine spitze Positionierung auswähle, erstmal überlegen, macht die Positionierung Sinn? Ja, zum Brainstorming ChatGPT benutzen zum Beispiel. Suchen Kunden wirklich nach dieser Positionierung? Ist die Positionierung relevant? 12- bis 16-Jährige
Jungs oder Mädchen. Und am besten noch einen Zielgruppentest machen, das heißt die Zielgruppe befragen, hey, wie stehst du zu dem Konzept? Die nächste Frage wieder zu Jamsey. Ich sehe, dass das Video sehr, sehr gut ankommt bei euch. Viele Leute haben tatsächlich die gleichen Kommentare geschrieben, und zwar, dass der Buchupload vom Inhalt nicht funktioniert, weil die Datei zu groß ist. Ich persönlich habe den Fehler tatsächlich nicht bekommen, ja, weil meine Dateien eigentlich immer im Rahmen lagen. Allerdings hatte ich auch keine Information darüber, wie groß die Datei eigentlich maximal sein darf. Zum Glück haben wir fitte Leute in der Community und die Antwort steht hier unten, dass die maximale Größe sich auf 50 MB beläuft. Das heißt, geh mal in die PDF mit Rechtsklick auf Eigenschaften und check mal aus, wie groß die Datei ist. Ja, wenn du unter 50 MB bist, sollte es keine Probleme geben. Wenn du über 50 MB Dateigröße hast, dann wirst du wahrscheinlich dein Buch nicht uploaden. Die nächste Frage hier, die ich sehr, sehr häufig lese, warum ich Videos zu KDP mache. Ich bilde ja quasi meine Konkurrenz aus und ich mache den Markt kaputt, wenn es wirklich klappt, damit Geld zu verdienen. Also erstmal, es funktioniert natürlich mit KDP Geld zu verdienen, und in meinen Augen ist es halt auch das beste Geschäftsmodell, weil es sehr, sehr einfach umsetzbar ist. Die ganzen Videos, die ich mache, die helfen Einsteiger, ja, Tutorials, wie lade ich ein Cover hoch, was muss ich beachten beim Upload, beim Launch, bei Advertising und so weiter und so fort. Tatsächlich bilde ich hier keine Konkurrenz aus, weil erstmal gibt es genug Nischen und genug Potenziale in Amazon KDP, auch in 2025 noch, zum Beispiel dieses Thema Heißluftfritteuse, was sehr, sehr neu ist, funktioniert unglaublich gut. Und ich sehe es halt auch immer wieder, nur weil die Leute hier meine Videos anschauen, heißt es nicht, dass die Leute auch wirklich in die Umsetzung kommen. Ich glaube tatsächlich, von 100%, die meine Videos anschauen, machen vielleicht 1-2% der Leute wirklich was im KDP-Business. Deswegen tut es mir nicht weh, hier meine Konkurrenten auszubilden. Eine Frage hier bezüglich Prognostizierung des Erfolgs eines Buchprojekts, ob ich glaube, dass es Glückssache ist, dass manche Sachen verkaufen oder nicht. Generell ist es erstmal keine Glückssache, wenn wir in der Nischenrecherche gute Arbeit leisten und in der Positionierung gute Arbeit leisten. Dann noch im Launch alles richtig machen und auch gut an Rezensionen kommen und Sales auslösen. Wie gesagt, die Nische und die Positionierung geben uns eigentlich schon relativ gutes Indiz, in welche Range wir mit Verkäufen rechnen. Allerdings habe ich dann auch mit anderen Publishern gesprochen. Es ist tatsächlich Glückssache, ob, wenn dein Buch dann gut funktioniert, ob es zum Beispiel in die Top 100 rauscht. Da haben wir irgendwie nicht so viel Kontrolle drüber. Amazon entscheidet wirklich selber, okay, ein Buch funktioniert sehr, sehr gut. Ich belohne es jetzt und plötzlich geht's ab. Ich hatte das selber nur ein einziges Mal, in den Top 500 war mein Buch, ohne dass ich jetzt irgendwelche anderen Strategien genutzt habe. Ich glaube, Glückssache spielt eine große Rolle, wenn du mit der richtigen Nische, der richtigen Positionierung zum richtigen Zeitpunkt genau den richtigen Nerv der Zielgruppe triffst. Das im Vorfeld vorauszusehen ist meiner Meinung nach eigentlich unmöglich oder sehr, sehr, sehr schwer. Wenn du es aber dann schaffst, ja, dann rauscht dein Buch in die Top 100 und du hast wahrscheinlich fürs ganze Jahr ausgesorgt. Das waren so die wichtigsten Kommentare, die ich in den Kommentarsektionen finden konnte. Ich glaube, dass viele coole Sachen für Anfänger, Neulinge dabei waren. Wie gesagt, schreib unten in die Kommentare auf jeden Fall, falls du noch andere Fragen hast, die wir im nächsten Q&A gerne gemeinsam beantworten könnten. Falls das Video und das Format dir gefällt, Daumen nach oben nicht vergessen und dann noch nicht abschalten. Ich verlinke dir 2 sehr, sehr coole Videos. Viel Spaß beim Anschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Matthias.